Lektion 1. Home Sweet Home. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, mein Haus zu renovieren. Das klingt aufregend. Welche Artikel erwägen Sie hinzuzufügen? Ich suche nach neuen Möbeln, um mein Wohnzimmer aufzufrischen. Klar, ich helfe dir gerne dabei. Welchen Stil haben Sie im Sinn? Ich tendiere zu einer modernen Ästhetik mit klaren Linien und minimalem Durcheinander. Gute Wahl. Moderne Designs können wirklich einen Raum öffnen. Benötigen Sie Vorschläge für bestimmte Stücke? Ja, ich bin besonders an einem neuen Sofa interessiert. Irgendwelche Empfehlungen? Ich habe kürzlich eine wunderschöne Sektion gesehen, die sowohl stilvoll als auch komfortabel war. Das klingt perfekt. Komfort ist der Schlüssel, besonders für ein Wohnzimmer. Unbedingt. Und was ist mit Akzentstühlen? Sie können einen Hauch von Farbe oder Textur hinzufügen. Das ist ein gutes Argument. Ein paar Stühle mit lebhaftem Akzent könnten den Raum wirklich aufwerten. Genau. Du könntest einen auffälligen Stoff oder ein interessantes Muster wählen, um ein Statement abzugeben. Ich liebe die Idee, Muster zu verwenden. Was ist mit Kaffeetischen? Ein Couchtisch aus Glas kann ein luftiges Gefühl erzeugen und gleichzeitig die moderne Atmosphäre bewahren. Das ist ein kluger Vorschlag. Das würde den Raum optisch erweitern. Ja, und vergiss die Beleuchtung nicht. Eine auffällige Lampe kann sowohl funktional als auch dekorativ sein. Daran hatte ich nicht gedacht. Eine einzigartige Lampe könnte den Raum wirklich zusammenbinden. Richtig. Erwägen Sie außerdem, etwas Grün mit Zimmerpflanzen hinzuzufügen. Sie bringen Leben in jeden Raum. Dafür bin ich voll und ganz. Haben Sie Lieblingszimmerpflanzen, die pflegeleicht sind? Ja, Schlangenpflanzen und Pothos sind beide pflegeleicht und sehen drinnen toll aus. Perfekt. Ich bin nicht der Beste darin, Pflanzen am Leben zu erhalten, daher ist ein geringer Pflegeaufwand ideal. Ich verstehe das vollkommen. Es geht darum, die richtige Balance für Ihren Lebensstil zu finden. Apropos Balance, was hältst du von Wandkunst? Wandkunst ist eine fantastische Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit auszudrücken. Ein paar große Stücke können einen Blickfang bilden. Mir gefällt die Idee. Ich könnte die Werke einiger lokaler Künstler ausstellen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, die Community zu unterstützen und Ihrem Zuhause eine persönliche Note zu verleihen. Genau. Ich freue mich immer mehr über dieses Projekt. Ich merke es. Es klingt, als würde es eine lustige Transformation werden. Das wird es auf jeden Fall. Ich werde dich über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten und dich vielleicht sogar zu einer Enthüllung einladen. Lektion 2. Meilensteine der Freude. Hey Anna, hast du die Freude erlebt, einem Baby beim Wachsen zuzusehen und diese aufregenden Meilensteine zu erreichen? Unbedingt. All die ersten, die Sie durchmachen, haben etwas Magisches an sich. Richtig. Ich erinnere mich an das erste Mal, als meine Nichte die Nacht durchgeschlafen hat. Es fühlte sich an wie ein Wunder. Oh, das kann ich mir vorstellen.
Das ist ein großer Moment sowohl für das Baby als auch für die Eltern. Das ist es wirklich. Und dann ist da noch das erste Lächeln, was für ein herzzerreißendes Erlebnis. Ja, dieses kleine Lächeln kann einen ganzen Raum zum Leuchten bringen. Es ist wie eine Belohnung für all die harte Arbeit. Genau. Und vergiss nicht, wann sie zum ersten Mal kriechen. Es ist ein so großer Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Definitiv. Es ist ein aufregender Moment, aber es bedeutet auch mehr Babysicherheit im ganzen Haus. Haha, so wahr. Plötzlich wird alles zu einer potenziellen Gefahr. Richtig. Und dann ist da noch die Aufregung ihrer ersten Worte. Wie denkst du, ist das? Ich kann mir vorstellen, dass es voller Freude und Lachen ist. Ein Baby Mama oder Papa sagen zu hören, muss unvergesslich sein. Das ist es wirklich. Diese Worte sind wie Musik in den Ohren eines Elternteils. Und wenn sie zum ersten Mal einen Schritt machen, wow, das ist ein echter Wendepunkt. Unbedingt. Es ist, als hätten sie eine ganz neue Welt der Erkundung freigeschaltet. Ich kann mir nur vorstellen, welchen Stolz Eltern in diesen Momenten empfinden müssen. Es muss überwältigend sein. Jeder Meilenstein erinnert daran, wie schnell sie erwachsen werden. Ja, und es ist bittersüß, denn während man feiert, merkt man auch, dass sie unabhängiger werden. Das ist ein großartiger Punkt. Es ist eine Mischung aus Freude und Nostalgie, wenn sie wachsen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie sich diese Momente auf die Entwicklung eines Kindes auswirken? Definitiv. Jeder Meilenstein stärkt ihr Selbstvertrauen und ihre Neugier auf die Welt. Es ist faszinierend. Und diese kleinen Erfolge werden zur Grundlage für ihre Zukunft. Genau. Es ist eine wunderschöne Reise des Wachstums und der Entdeckung. Ich finde es toll, wie diese Meilensteine bleibende Erinnerungen für Familien schaffen. Ja, sie bringen alle zusammen und schaffen eine Bindung, die ein Leben lang hält. Es ist eine wunderbare Erinnerung an die Freude, die mit der Elternschaft einhergeht. Ganz gewiss. Jede Premiere ist ein Fest und es ist etwas, das man schätzen sollte. Ich kann es kaum erwarten, von weiteren Premieren zu hören, wenn meine Freunde ihre Familien gründen. Lektion 3. Gesunde Gewohnheiten. Hey Anna, eine Sache, über die ich in letzter Zeit nachgedacht habe, ist, wie wir mit unseren Essgewohnheiten umgehen sollten. Das ist ein interessantes Thema. Natürlich sollten wir einfach überhaupt nicht zu viel essen. Mäßigung ist der Schlüssel. Unbedingt. Aber eine andere Sache, die sehr wichtig ist die Auswahl der richtigen Lebensmittel. Ja, nährstoffreiche Lebensmittel können einen großen Unterschied darin machen, wie wir uns täglich fühlen und funktionieren. Mir ist aufgefallen, dass ich tagsüber mehr Energie habe, wenn ich mehr Obst und Gemüse esse. Das ist eine großartige Beobachtung. Haben Sie auch versucht, mehr Vollkornprodukte in Ihre Mahlzeiten aufzunehmen? Habe ich. Die Umstellung auf braunen Reis und Vollkornbrot hat sich als vorteilhaft erwiesen. Es hält mich länger satt. Genau. Vollkornprodukte eignen sich auch hervorragend für die Verdauung. Sie liefern Ballaststoffe, die unerlässlich sind.
Apropos Ballaststoffe, haben Sie ballaststoffreiche Lieblingssnacks? Ich liebe es, Mandeln und Apfelscheiben zu essen. Sie sind beide köstlich und nahrhaft. Die klingen lecker. Normalerweise nehme ich Joghurt mit ein paar Beeren. Es ist eine erfrischende Option. Das ist eine fantastische Wahl. Joghurt kann auch gut für die Darmgesundheit sein. Probiotika sind so vorteilhaft. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie sich unsere Ernährung auf unsere allgemeine Gesundheit auswirkt. Haben Sie von dem Konzept des achtsamen Essens gehört? Ja, habe ich. Es geht darum, sich bewusst zu sein, was wir essen, und jeden Bissen zu genießen, oder? Genau. Es kann übermäßiges Essen verhindern und uns helfen, unsere Mahlzeiten mehr zu schätzen. Ich denke, das ist ein ausgezeichneter Ansatz. Manchmal überstürzen wir uns durch Mahlzeiten, ohne sie wirklich zu genießen. Stimmt. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, unser Essen zu genießen, kann dies unser kulinarisches Erlebnis erheblich verbessern. Außerdem kann es zu gesünderen Entscheidungen führen, wenn wir uns bewusster werden, was wir konsumieren. Richtig. Es ist alles miteinander verbunden. Wenn wir unseren Körper gut behandeln, fühlen wir uns insgesamt besser. Ich stimme voll und ganz zu. Lasst uns einen Pakt schließen, um diese Woche gemeinsam achtsam zu essen. Das klingt nach einer lustigen Herausforderung. Ich bin gespannt, wie es unsere Sicht auf Essen verändert. Lektion 4. Tech Talk. Hey Anna, ich habe gerade ein neues Tablet bekommen und es ist ziemlich groß. Perfekt zum Ansehen von Videos. Das klingt aufregend. Ist es einfach zu bedienen? Ja, sehr. Die Oberfläche ist benutzerfreundlich, was das Navigieren durch Apps zum Kinderspiel macht. Das ist toll zu hören. Ich finde es immer frustrierend, wenn Geräte kompliziert sind. Genau. Ich finde es toll, wie schnell ich zwischen meinen Lieblingsstreaming-Diensten wechseln kann. Welche benutzt du? Hauptsächlich Netflix und YouTube. Es sind so viele Inhalte verfügbar. Ich bin auch ein großer Fan von YouTube. Hast du in letzter Zeit interessante Kanäle entdeckt? Ja, ich habe einen Kanal gefunden, der Reisevlogs gewidmet ist. Die Videos sind so eindringlich, es fühlt sich an, als würde ich mitreisen. Das klingt fantastisch. Das Anschauen von Reisevlogs ist eine großartige Möglichkeit, neue Orte von zu Hause aus zu erkunden. Das ist es wirklich. Außerdem geben die Gastgeber nützliche Tipps zu jedem Reiseziel. Ich liebe das. Es ist, als würde man Insiderwissen sammeln, ohne die Couch verlassen zu müssen. Genau. Hast du irgendwelche Lieblingskanäle, die du empfehlen würdest? Ich genieße es wirklich, Kanäle zu kochen. Sie machen das Ausprobieren neuer Rezepte so viel Spaß. Das ist eine kluge Idee. Kochshows können jeden dazu inspirieren, in der Küche zu experimentieren. Ja, außerdem geben sie oft schrittweise Anweisungen, was das Befolgen erleichtert. Das sollte ich versuchen. Jemandem beim Kochen zuzusehen, könnte mein Selbstvertrauen stärken, neue Rezepte auszuprobieren. Definitiv. Vielleicht entdecken Sie ein verborgenes Talent zum Kochen.
Wer weiß. Am Ende könnte ich meine Familie mit einem köstlichen Essen überraschen. Das wäre beeindruckend. Denk einfach daran, Spaß damit zu haben. Kochen sollte Spaß machen. Das behalte ich im Hinterkopf. Mit meinem neuen Tablet kann ich mir beim Kochen Tutorials ansehen. Perfekt. Es ist wie ein persönlicher Kochkurs direkt in Ihrer Küche. Ich freue mich drauf. Dieses Tablet stellt sich als großartige Investition für meine Hobbys heraus. Lektion 5. Räume gestalten. Hey Anna, hast du ein bestimmtes Farbschema oder Thema für dein Wohnzimmer im Sinn? Hallo John. Ich habe über ein gemütliches, erdiges Thema mit warmen Farben nachgedacht. Das klingt herrlich. Erdtöne können eine so entspannte Atmosphäre schaffen. Genau. Ich denke über Brauntöne, Grüntöne und vielleicht einen Hauch von Terrakotta nach. Diese Farben würden sich wunderbar ergänzen. Hast du über die Möbel nachgedacht? Ja, ich neige mich zu einem bequemen, übergroßen Sofa in hellem Beige. Es würde gut zu den Farben passen. Das klingt einladend. Ein großes Sofa eignet sich auch perfekt für Zusammenkünfte. Unbedingt. Ich stelle mir vor, ein paar bunte Kissen hinzuzufügen, um einen Farbtupfer zu verleihen. Tolle Idee. Kissen können einen Raum wirklich zum Leben erwecken. Magst du bestimmte Muster? Ich mag geometrische Muster. Sie verleihen einen modernen Touch, ohne zu überwältigend zu wirken. Geometrische Muster liegen im Trend. Ich finde, sie können die Erdtöne gut ausgleichen. Genau. Ich habe auch vor, einige Pflanzen einzubauen, um ein natürliches Element einzubringen. Das ist klug. Pflanzen verschönern nicht nur das Dekor, sondern verbessern auch die Luftqualität. Ja, ich denke darüber nach, mir ein paar Sukkulenten zuzulegen. Sie sind pflegeleicht und verleihen eine frische Atmosphäre. Sukkulenten sind perfekt. Haben Sie noch andere dekorative Elemente im Sinn? Ich hätte gerne ein paar Wandbilder, vielleicht von der Natur inspirierte Stücke, die das Thema miteinander verbinden. Von der Natur inspirierte Kunst wäre fantastisch. Es kann eine nahtlose Verbindung mit den Pflanzen herstellen. Genau. Ich denke auch über einen großen Spiegel nach, damit sich der Raum größer und heller anfühlt. Spiegel sind eine gute Wahl. Sie können einen Raum wirklich verändern und ihm Tiefe verleihen. Das denke ich auch. Ich freue mich immer mehr über dieses Projekt. Es hört sich an, als würde es ein wunderschönes Wohnzimmer werden. Ich kann es kaum erwarten, das Endergebnis zu sehen. Lektion 6. Sportlicher Erfolg. Hey Anna, hast du von dem Spieler gehört, der in dieser Saison zum wertvollsten Spieler gewählt wurde? Hallo John. Ja, habe ich. Es ist fantastisch zu sehen, dass jemand für seine harte Arbeit anerkannt wird. Unbedingt. Von Fans und Spielern gleichermaßen war seine Leistung bemerkenswert. Ich stimme zu. Es ist beeindruckend, wie konstant er die ganze Saison über geblieben ist. Richtig.
Er hat es geschafft, über 30 Punkte pro Spiel zu erzielen, was keine Kleinigkeit ist. Das ist unglaublich. Ich kann mir nur vorstellen, welchen Druck er in jedem Spiel verspürt haben muss. Definitiv. Aber es scheint, als hätte er unter diesem Druck Erfolg gehabt, was ein wahres Zeichen für einen Champion ist. Genau. Außerdem hat seine Führung auf dem Platz seine Teamkollegen wirklich inspiriert. Ja, es ist toll, wenn sich ein Spieler nicht nur persönlich hervortut, sondern auch andere um ihn herum aufmuntert. Ich liebe das. Es entsteht eine positive Teamdynamik, die für den Erfolg unerlässlich ist. Ganz gewiss. Ich habe gehört, dass sein Engagement für das Training ein wichtiger Faktor für seinen Erfolg in dieser Saison war. Das macht Sinn. Engagement und harte Arbeit führen oft zu großen Erfolgen. Er wurde sogar spät in der Nacht beim Üben gesehen, was seine Entschlossenheit zeigt. Wow, das ist inspirierend. Es erinnert daran, dass Talent allein nicht genug ist. Anstrengung ist auch entscheidend. Genau. Bist du jemals einem Spieler wie diesem gefolgt, der dich inspiriert hat? Ja, ich habe früher einen Basketballspieler bewundert, der Verletzungen überwunden hat, um in seiner Karriere zu glänzen. Das ist eine starke Geschichte. Belastbarkeit kann im Sport genauso wichtig sein wie Geschicklichkeit. Unbedingt. Es lehrt uns auch wertvolle Lektionen über Ausdauer im Leben. Einverstanden. Zu sehen, wie Spieler allen Widrigkeiten zum Trotz erfolgreich sind, kann uns das wirklich motivieren, unsere eigenen Ziele zu verfolgen. Es ist eine erfrischende Pause von unserem Alltag, solche Triumphe zu sehen, findest du nicht? Ja, das ist es. Es erinnert uns daran, dass sich harte Arbeit sowohl im Sport als auch in unserem Privatleben auszahlt. Lektion 7. Familiendynamik. Hey Anna, welche Position würdest du deiner Meinung nach in deiner Familie gerne innehaben? Hallo John. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es würde mir Spaß machen, der Friedensstifter zu sein. Ein Friedensstifter? Das ist eine gute Wahl. Harmonie zu bewahren ist so wichtig. Unbedingt. Ich denke, es hilft allen, sich wohler und verbundener zu fühlen. Haben Sie sich angesehen, wie Familienrollen Beziehungen prägen können? Ja, jede Rolle bringt ihre eigenen Herausforderungen und Verantwortlichkeiten mit sich, was sehr faszinierend sein kann. Es ist wahr. Manchmal hat man wirklich keine Wahl, in welche Rolle man fällt. Richtig. Zum Beispiel bin ich oft derjenige, der Familientreffen organisiert. Das macht Sinn. Organisieren kann viel Spaß machen, erfordert aber auch viel Aufwand. Das tut es. Aber ich genieße es. Es ist schön zu sehen, wie alle zusammenkommen. Ganz gewiss. Und es gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre kulinarischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, oder? Haha, genau. Für alle zu kochen kann eine ziemliche Herausforderung sein, aber es lohnt sich. Haben Sie ein charakteristisches Gericht, das Ihre Familie beeindruckt? Ich würde sagen, meine Lasagne ist ein Publikumsliebling. Es ist herzhaft und beruhigend. Lasagne ist immer ein Hit. Womit servierst du es normalerweise?
Ich kombiniere es gerne mit einem frischen Salat und etwas Knoblauchbrot. Es ist eine herrliche Kombination. Klingt köstlich. Ich verstehe, warum deine Familie es liebt. Kochst du auch gerne andere Mahlzeiten? Definitiv. Ich liebe es, mit neuen Rezepten zu experimentieren, besonders aus verschiedenen Kulturen. Das ist eine fantastische Möglichkeit, andere Traditionen kennenzulernen. Was ist das interessanteste Gericht, das du je probiert hast? Ich habe einmal ein traditionelles Thai Curry gemacht. Die Aromen waren so lebendig und einzigartig. Das klingt unglaublich. Kochen kann so ein lustiges Abenteuer sein. Das ist es wirklich. Außerdem bringt es die Familie zusammen, was der beste Teil ist. Unbedingt. Familienessen schaffen bleibende Erinnerungen und stärken die Bindungen. Lektion 8. Kulinarische Abenteuer. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit in der Küche mit ein paar authentischen Rezepten experimentiert. Das klingt köstlich. Was für Rezepte hast du probiert? Ich habe zu Hause ein paar italienische Rezepte ausprobiert. Sie sind so voller Geschmack. Die italienische Küche ist fantastisch. Hast du Pasta von Grund auf neu gemacht? Ja, ich habe versucht, Fettuccine zuzubereiten, und es war überraschend einfach und hat Spaß gemacht. Hausgemachte Pasta hat eine so wunderbare Textur. Wie ist es ausgegangen? Es war ein bisschen uneinheitlich, aber der Geschmack war unglaublich. Ich habe es mit einer cremigen Alfredo-Sauce kombiniert. Lecker. Alfredo ist so ein Klassiker. Hast du irgendwelche speziellen Zutaten hinzugefügt? Ich habe Knoblauch und eine Prise Muskatnuss für eine zusätzliche Geschmacksschicht hinzugefügt. Nette Geste. Muskatnuss kann das Gericht wirklich aufwerten. Hast du auch versucht, Pizza zu machen? Hab ich. Ich habe eine Margherita-Pizza mit frischem Basilikum und Mozzarella gemacht. Das klingt himmlisch. Es gibt nichts Schöneres als Pizza mit frischen Zutaten. Unbedingt. Ich habe ein tolles Rezept für den Teig gefunden, und die Mühe hat sich gelohnt. Hast du ein Lieblingstopping? Ich liebe eine einfache Kombination aus frischem Basilikum und Kirschtomaten. Wie steht's mit dir? Ich bin ein Fan von Champignons und Spinat. Sie verleihen der Pizza eine schöne Erdigkeit. Das klingt herrlich. Das muss ich beim nächsten Mal versuchen. Definitiv. Es ist toll, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu experimentieren. Welche anderen Küchen hast du probiert? Ich habe kürzlich auch einige thailändische Rezepte ausprobiert. Ich habe ein rotes Curry gemacht, das ziemlich scharf war. Thailändisches Essen ist so lebendig. Würzige Currys können ihre Geschmacksknospen wirklich wecken. Ganz gewiss. Ich habe Kokosmilch verwendet, um die Hitze auszugleichen. Es hat sich als gut herausgestellt. Kokosmilch ist die perfekte Zutat für Reichhaltigkeit. Hast du versucht, irgendwelche Desserts zuzubereiten? Ich habe ein Tiramisu gemacht und es war ein Hit. Der Kaffeegeschmack war genau richtig. Tiramisu ist so ein Genuss. Hast du Löffelbiskuits benutzt oder deine eigenen gemacht? Ich habe im Laden gekaufte Ladyfingers verwendet, um Zeit zu sparen,
aber ich würde gerne versuchen, sie eines Tages von Grund auf neu zuzubereiten. Das wäre eine lustige Herausforderung. Backen kann so lohnend sein. Das ist es wirklich. Ich genieße diese kulinarische Reise und lerne dabei neue Techniken. Macht weiter so. Kochen kann so ein kreatives Medium sein, und es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Ich stimme zu. Ich bin gespannt, was ich als nächstes in der Küche versuche. Lektion 9. Die Kunst der Vereinbarungen. Hey Anna, ich denke, es ist an der Zeit, dass wir die formelle Vereinbarung für unser Projekt besprechen. Absolut, John. Es ist wichtig, alles schriftlich zu haben. Was schlägst du vor? Sollen wir mit einer formellen Vereinbarung fortfahren, in der die Verantwortlichkeiten jeder Partei dargelegt werden? Das klingt nach einem soliden Plan. Es wird helfen, die Erwartungen zu klären. Perfekt. Ich glaube, wir sollten auch Termine und Ergebnisse angeben. Ja, klare Fristen sind entscheidend, um das Projekt auf Kurs zu halten. Einverstanden. Wir könnten auch einen Abschnitt über Vertraulichkeit hinzufügen. Das ist eine kluge Idee. Der Schutz unserer Ideen und Informationen ist unerlässlich. Genau. Wie wäre es, wenn wir die Bedingungen für die Beilegung von Streitigkeiten auflisten? Gut überlegt. Es ist immer besser, einen Plan für mögliche Probleme zu haben. Ich kann eine erste Gliederung entwerfen, wenn Sie möchten, dann können wir sie gemeinsam überprüfen. Das würde ich zu schätzen wissen. Sobald wir einen Entwurf haben, können wir alle notwendigen Änderungen besprechen. Nachdem wir es fertiggestellt haben, lassen wir das Dokument von unseren Rechtsteams überprüfen. Das ist ein kluger Schritt. Rechtliche Hinweise stellen sicher, dass alles konform ist. Richtig. Ich möchte sicherstellen, dass wir alle Grundlagen abdecken, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Unbedingt. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Vereinbarung. Sobald unsere Rechtsteams es genehmigt haben, können wir ein Datum für die Unterzeichnung festlegen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, dass alles abgeschlossen ist. Ich auch. Sobald die Vereinbarung abgeschlossen ist, können wir uns auf die Umsetzung unserer Vision konzentrieren. Ja, es gibt uns die Gewissheit zu wissen, dass alles offiziell dokumentiert ist. Und wir können die Unterzeichnung mit einem kleinen Teamtreffen feiern. Das ist eine tolle Idee. Eine kleine Feier wird die Moral stärken. Genau. Lassen Sie uns die Dynamik aufrechterhalten, während wir auf unsere Ziele hinarbeiten. Lektion 10. Ein Seeabenteuer. Hey Anna, ich habe über meinen nächsten Job bei der United States Navy nachgedacht. Das klingt aufregend. Welche Rolle erwägen Sie? Ich suche nach Positionen, die Logistik und Lieferkettenmanagement beinhalten. Interessant. Diese Rollen sind für jede Operation von entscheidender Bedeutung. Warum hast du dich dafür entschieden? Mir hat es immer Spaß gemacht, Prozesse zu organisieren und zu optimieren. Es fühlt sich bereichernd an zu sehen, wie alles reibungslos abläuft. Ich verstehe, warum dich das ansprechen würde.
Haben Sie in der Vergangenheit Erfahrungen mit Logistik gemacht? Ja, während meines letzten Einsatzes habe ich dazu beigetragen, den Versorgungsfluss für unsere Einheit zu optimieren. Das muss eine wertvolle Erfahrung gewesen sein. Vor welchen Herausforderungen standen Sie? Eine große Herausforderung bestand darin, Lieferungen an abgelegenen Orten zu koordinieren. Es erforderte viel Planung. Das kann ich mir vorstellen. Haben Sie spezifische Strategien umgesetzt, um das zu überwinden? Wir haben eine Kombination aus Technologie und Teamwork verwendet, um die Kommunikation und das Tracking zu verbessern. Das ist ein kluger Ansatz. Technologie kann die Effizienz in der Logistik wirklich verbessern. Unbedingt. Ich habe auch gelernt, wie wichtig Flexibilität ist, wenn unerwartete Situationen auftreten. Flexibilität ist in jedem Job von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Militär. Was fanden Sie sonst noch lohnend? Die positiven Auswirkungen unserer Arbeit auf die Moral der Truppen zu sehen, war unglaublich erfüllend. Das ist wunderbar. Durch die Unterstützung des Teams müssen sich Ihre Bemühungen noch bedeutsamer angefühlt haben. Das hat es wirklich getan. In dieser Zeit habe ich auch einige gute Freundschaften geschlossen. Das ist einer der besten Aspekte der Arbeit in einer solchen Umgebung. Bist du mit ihnen in Kontakt geblieben? Ja, wir haben einen Gruppenchat, in dem wir Updates austauschen und gelegentlich Treffen planen. Das ist fantastisch. Es ist toll, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten. Was hoffen Sie in Ihrer nächsten Rolle zu erreichen? Ich möchte die betriebliche Effizienz weiter verbessern und vielleicht sogar Führungsaufgaben übernehmen. Das sind bewundernswerte Ziele. Führung kann herausfordernd, aber auch sehr lohnend sein. Definitiv. Ich glaube, es ist wichtig, andere im Team zu inspirieren und zu unterstützen. Einverstanden. Eine gute Führungskraft fördert die Zusammenarbeit und motiviert alle, ihr Bestes zu geben. Ich freue mich auf das nächste Kapitel meiner Karriere bei der Navy. Lektion 11. Blumenwunder im Herbst. Hey Anna, ist dir schon einmal aufgefallen, wie schön Chrysanthemen im Herbst sind? Ja, sie verschönern die Gärten mit ihren leuchtenden Farben wirklich. Welche Farben magst du am liebsten? Ich mag besonders die tiefen Burgundertöne. Sie haben einen so reichen, warmen Ton. Die sind herrlich. Ich mag auch die leuchtend gelben und orangefarbenen Sorten. Sie erinnern mich an die wechselnden Blätter. Unbedingt. Chrysanthemen können vor dem Hintergrund des Herbstlaubs so fröhlich sein. Wusstest du, dass es sie auch in vielen Formen gibt? Einige haben die Form eines Pompons, während andere wie Gänseblümchen aussehen. Das ist mir aufgefallen. Es ist faszinierend, wie vielfältig sie sind. Hast du einen Lieblingstyp? Ich glaube, ich bevorzuge die Spinnenmütter. Ihre langen Blütenblätter erzeugen einen so dramatischen Effekt. Spinnenmütter sind umwerfend. Sie scheinen fast im Wind zu tanzen. Hast du sie jemals angebaut? Ich habe letztes Jahr versucht, einige zu pflanzen, aber ich war nicht sehr erfolgreich. Sie brauchen besondere Pflege, nicht wahr? Ja, das tun sie. Sie benötigen einen gut durchlässigen Boden und viel Sonnenlicht.
Es kann ein bisschen schwierig sein. Ich hätte mehr recherchieren sollen. Was ist mit dir? Hattest du Glück mit ihnen? Ich hatte einige Erfolge mit ihnen, aber ich muss noch viel über die richtige Pflege lernen. Gartenarbeit kann eine großartige Lernerfahrung sein. Hast du unterwegs irgendwelche Tipps entdeckt? Ein Tipp ist, die Stängel im Frühsommer zurückzudrücken, um ein buschigeres Wachstum zu fördern. Das ist eine gute Idee. Das werde ich mir beim nächsten Mal auf jeden Fall merken. Hast du noch andere Lieblingsherbstblumen? Ich liebe Astern. Ihre sternförmigen Blüten sind so bezaubernd. Wie steht's mit dir? Ich bin ein Fan von Dahlien. Es gibt sie in so vielen Farben und Formen und sie halten lange. Dahlien sind wunderschön. Es ist erstaunlich, wie Blumen die Atmosphäre eines Gartens verändern können. Sehr wahr. Sie bringen Leben und Farbe, besonders wenn die Tage kürzer werden. Außerdem ziehen sie Bestäuber an, was sich positiv auf das Ökosystem auswirkt. Lektion 12. Karibische Eskapaden. Hey Anna, ich bin gerade aus der Karibik zurückgekommen und es war absolut wunderbar. Das klingt unglaublich. Welche Aktivitäten hast du während deines Aufenthalts gemacht? Ich habe zum ersten Mal versucht zu schnorcheln. Die Unterwasserwelt war atemberaubend. Schnorcheln ist so ein lustiges Erlebnis. Hast du irgendwelche bunten Fische gesehen? Ja, es schwammen so viele lebhafte Fische herum. Ich fühlte mich wie in einem tropischen Aquarium. Das muss magisch gewesen sein. Bist du zu bestimmten Schnorchelplätzen gegangen? Wir besuchten einen Ort namens Coral Gardens. Die Korallenformationen waren atemberaubend. Ich habe großartige Dinge über Coral Gardens gehört. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Unbedingt. Ich habe tonnenweise Fotos gemacht. Ich möchte diese Momente noch einmal erleben. Das ist großartig. Erinnerungen festzuhalten ist so wichtig. Was hast du noch gemacht? Ich bin auch im Regenwald wandern gegangen. Die Landschaft war üppig und lebendig. Wandern im Regenwald klingt nach einem Abenteuer. Hast du Wildtiere gesehen? Ja, ich sah ein paar bunte Vögel und sogar ein paar Affen, die durch die Bäume schaukelten. Wie aufregend. Affen können ziemlich unterhaltsam sein. Hattest du irgendwelche engen Begegnungen? Ein Affe wurde etwas zu neugierig und kam direkt auf mich zu. Es war saukomisch. Das klingt nach einer großartigen Geschichte zum Erzählen. Haben Sie während Ihres Aufenthalts dort lokales Essen probiert? Ja, ich hatte Jerk Chicken und es war unglaublich würzig. Ich kann die Gewürze immer noch schmecken. Jerk Chicken ist ein Klassiker. Hast du noch andere Gerichte probiert? Ich mochte auch frische Meeresfrüchte, besonders gegrillten Fisch mit Limette. Es war so frisch. Das klingt köstlich. Die Karibik ist bekannt für ihre hervorragende Küche. Das ist es wirklich. Ich habe sogar an einem Kochkurs teilgenommen, um zu lernen, wie man einige Gerichte zubereitet.
Das muss Spaß gemacht haben. Was hast du gekocht? Wir haben ein traditionelles Kokosreisgericht und eine würzige Salsa zubereitet. Ich kann es kaum erwarten, es zu Hause auszuprobieren. Diese Gerichte klingen fantastisch. Du musst die Rezepte mit mir teilen. Definitiv. Ich möchte einen Vorgeschmack auf die Karibik zurück in meine Küche bringen. Ich freue mich drauf. Du hattest eine so erfüllende Reise voller Aktivitäten. Es war die perfekte Mischung aus Abenteuer und Entspannung. Ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen. Lektion 13. Die Pracht der Natur. Hey Anna, ich komme gerade von einer Reise zurück, bei der ich einige tolle Strände und Wasserfälle erkundet habe. Das klingt unglaublich. Ich liebe es auch, Strände und Wasserfälle zu erkunden. Was waren einige deiner Favoriten? Ein Strand hieß Crystal Cove und das Wasser war so klar, dass man all die Fische herumschwimmen sehen konnte. Crystal Cove klingt herrlich. Hattest du die Gelegenheit, dort zu schwimmen? Ja, habe ich. Das Wasser war erfrischend und ich habe sogar zum ersten Mal versucht zu schnorcheln. Schnorcheln macht so viel Spaß. Welche Art von Meereslebewesen hast du gesehen? Ich sah lebendige Korallenriffe und bunte Fischschwärme. Es fühlte sich an, als würde ich in einem Gemälde schwimmen. Beeindruckend. Das muss eine surreale Erfahrung gewesen sein. Was ist mit den Wasserfällen? Ich habe einen Wasserfall namens Rainbow Falls besucht. Der Nebel erzeugte wunderschöne Regenbögen im Sonnenlicht. Das klingt magisch. Bist du gewandert, um dorthin zu gelangen? Ja, die Wanderung war etwas anspruchsvoll, aber die Aussicht war jeden Schritt wert. Ich liebe es, wenn eine Wanderung zu einer so atemberaubenden Landschaft führt. Hast du irgendwelche Fotos gemacht? Ich habe tonnenweise Fotos gemacht. Ich möchte jeden Moment festhalten, an den ich mich später erinnern kann. Das ist eine tolle Idee. Bilder können dir wirklich helfen, diese schönen Erlebnisse noch einmal zu erleben. Genau. Ich habe auch ein kurzes Video von den Wasserfällen gemacht. Das Geräusch des Wassers ist so beruhigend. Das kann ich mir vorstellen. Wasserfälle wirken beruhigend auf den Geist. Hast du dich entspannt gefühlt, als du dort warst? Unbedingt. Umgeben von der Natur fühlte ich mich verjüngt. Die Natur hat diesen Effekt. Hast du während deiner Reise interessante Leute getroffen? Ja, ich habe einige Einheimische getroffen, die Geschichten über die Gegend erzählt haben. Sie waren so freundlich. Das ist wunderbar. Der Kontakt zu Einheimischen kann das Reiseerlebnis verbessern. Ganz gewiss. Sie haben sogar einige versteckte Juwelen empfohlen, die ich beim nächsten Mal erkunden möchte. Es hört sich an, als hättest du ein fantastisches Abenteuer gehabt. Ich würde gerne mehr über deine Reise erfahren. Ich würde mich freuen, es zu teilen. Die Natur zu erkunden ist immer ein Abenteuer, über das es sich zu sprechen lohnt. Lektion 14. Eine Reise durch die Geschichte. Hey Anna, ich habe gerade über eine faszinierende Familiengeschichte aus South Dakota gelesen. Das klingt faszinierend. Was hast du über ihre Reise gelernt? 1879 zogen sie schließlich nach South Dakota,
um nach neuen Möglichkeiten und Land zu suchen. Das muss für Sie ein ziemlicher Übergang gewesen sein. Was hat Sie motiviert, umzuziehen? Sie waren auf der Suche nach einem besseren Leben und wollten den überfüllten Städten entfliehen. Das kann ich verstehen. Das Versprechen von offenem Land ist verlockend. Was ist passiert, als Sie ankamen? Die Familie ließ sich in der Nähe der Black Hills nieder. Sie standen vor vielen Herausforderungen, einschließlich strenger Winter. Harte Winter können hart sein. Haben Sie es geschafft, sich an Ihre neue Umgebung anzupassen? Ja, sie haben gelernt, das Land zu bewirtschaften und Vieh zu züchten. Es erforderte viel harte Arbeit. Die Landwirtschaft im 19. Jahrhundert war keine leichte Aufgabe. Hatten Sie irgendwelche speziellen Techniken? Sie verwendeten traditionelle Methoden und waren stark auf die Unterstützung der Gemeinschaft angewiesen. Nachbarn halfen sich gegenseitig. Dieses Gemeinschaftsgefühl muss für Ihr Überleben unerlässlich gewesen sein. Haben Sie im Laufe der Zeit gediehen? Das haben sie getan. Im Laufe der Jahre wuchs ihre Farm und sie eröffneten sogar ein kleines Geschäft für Vorräte. Das ist beeindruckend. Das hört sich so an, als wären Sie wirklich Teil der lokalen Wirtschaft geworden. Genau. Ihre Geschichte unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit der frühen Siedler. Es ist erstaunlich, wie Familien wie Sie die Geschichte der Region geprägt haben. Gibt es heute noch Nachfahren? Ja, viele Nachfahren leben immer noch in South Dakota und sie teilen oft das Erbe ihrer Familie. Das ist wunderbar. Es ist wichtig, diese Geschichten am Leben zu erhalten. Hast du bestimmte Geschichten aus ihrem Leben gefunden? In einer Geschichte wurde erwähnt, wie sie Erntefeste organisierten, um die Fülle der Jahreszeit zu feiern. Erntefeste klingen nach einer unterhaltsamen Art, die Community zusammenzubringen. Das waren sie wirklich. Es förderte ein starkes Zugehörigkeitsgefühl und ein starkes Traditionsgefühl. Ich liebe es, durch persönliche Geschichten etwas über Geschichte zu lernen. Das macht es so viel nachvollziehbarer. Unbedingt. In der Geschichte geht es nicht nur um Daten, es geht um Menschen und ihre Erfahrungen.